Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Bernd von Volume Team und in diesem Video will ich mit dir über die Fed, also die Federal Reserve und insbesondere über das FOMC sprechen. Fangen wir mal ganz vorne an. Ja? Die Fed, also die Federal Reserve, korrekterweise Federal Reserve System, das ist das amerikanische Notenbanksystem. Ich denke, darüber hast du sicherlich schon mal was gehört oder gelesen. Und wenn man an Fed denkt, da denkt man erstmal so an eine Bank. Es sieht aber ein bisschen anders aus. Und das will ich dir jetzt auch mal ganz kurz erklären, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe reinzugehen. Also, über der Fed als solches, ja, steht eine zentrale Regierungsbehörde, die eben insbesondere natürlich einmal für die USA, aber letztendlich natürlich auch für die gesamten Weltfinanzmärkte von großer Bedeutung ist. Und diese zentrale Regierungsbehörde, ja, über die ich jetzt hier gerade spreche, diese Behörde wird vom Präsidenten der Zentralbank, das ist der Jerome Powell, geleitet. Den Namen Jerome Powell, ich denke, den hast du sicherlich schon mal gehört. Bevor ich jetzt zum gesamten Aufbau der Fed komme, also ich werde jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, sprechen wir vielleicht noch mal ganz kurz über die Aufgaben und vielleicht auch ein bisschen über die Ziele der Fed. Die Aufgaben der Fed, ich glaube, das ist klar, das ist einmal die Planung und Durchführung der US-amerikanischen Geldpolitik, die, wie gesagt, auf die gesamte Weltfinanz Auswirkungen hat. Dann macht die Fed noch Folgendes, was bei uns eigentlich eher die BaFin machen würde in Deutschland. Das ist eben die Regulierung der Banken, insbesondere eben auch zum Schutz der Verbraucher. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Aufrechterhaltung des Finanzsystems, insbesondere eben auch der Stabilität des Finanzsystems. Das wird hier in dem Zusammenhang eben immer stark über die Regulierung des Leitzinses gemacht. Und was die Fed eben auch noch macht, das sind spezielle Services für die US-Regierung und insbesondere Finanzdienstleistungen. Das bedeutet, wenn die USA sagt, der und das Land bekommen Geld, dann kümmert sich darum grundsätzlich einmal die Fed. Dann hat aber die Fed noch weitere wichtige Ziele. Und zwar einmal, das ist die Steuerung der Inflation. Das Thema Inflation ist unglaublich wichtig. Das ist eigentlich das entscheidende Element. Deswegen werde ich zum Schluss auch noch was zum Thema Inflation und Deflation sagen. Also hier ist es ja so, dass die Fed hier so einen idealtypischen Wert, was es die Inflation betrifft, zwischen 1,5 und 2% immer anstrebt. Und ein weiteres wichtiges Thema, das irgendwie natürlich damit zusammenhängt, das ist die Stabilisierung der Wirtschaft. Und hier geht es eben auch um das Thema Arbeitslosigkeit. Ja? All das steuert die Fed bzw. das FOMC über ihre Entscheidungen. Also sprechen wir erstmal kurz darüber, wie die Fed aufgebaut ist. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, da gibt es eine zentrale Regierungsbehörde, aber es ist tatsächlich so, viele glauben, dass die amerikanische Nationalbank, da gibt es halt eine Bank irgendwo, vielleicht in Washington, und da steht jetzt diese Bank, aber es ist gar nicht so. Ja, die Federal Reserve, das Federal Reserve System korrekterweise, das besteht aus insgesamt 12 Federal Reserve Banken. Ja? Und die sind in den ganzen USA verteilt, in der Regel in großen Städten wie zum Beispiel Boston, New York City, Philadelphia, Cleveland, Chicago, Dallas. Diese 12 Federal Reserve Banken haben insgesamt nochmal 25 Zweigstellen. Man kann es so ein bisschen vergleichen bei uns vielleicht mit den Landeszentralbanken. Aber der Vergleich ist natürlich ein bisschen weit hergeholt. Kommen wir mal zum FOMC. FOMC, das hat sicherlich jeder von euch schon mal gelesen, wenn er sich den Wirtschaftskalender angeschaut hat. Ja, die Nachrichten, die da regelmäßig kommen, und das sind immer die Nachrichten, die den Markt in der Regel richtig heftig bewegen. Ja? Also das FOMC, das ist ein, wie soll man es beschreiben, ein Bereich der Fed, das für die kurz- und langfristige Geldpolitik verantwortlich ist. Das ist ein Komitee. Da sitzen schlaue Menschen zusammen und beraten einfach über diese kurz- und langfristige Geldpolitik. Wer das genau ist, darüber werden wir auch noch sprechen. FOMC
entscheidet eben unter anderem, die machen noch mehr, aber unter anderem 8-mal im Jahr über den Leitzins. Das sind dann immer diese Nachrichten im Wirtschaftskalender, wo du kurz bevor die Nachricht kommt, der Markt fast flat ist, weil alle halten die Luft an. Ja? Du siehst, es werden alle Limit-Orders fast aus dem Markt herausgenommen. Alle haben Angst, es ist kaum noch Liquidität im Markt und dann kommt oft der große Schlag. Jetzt denken viele, ja, wenn diese FOMC-Nachrichten kommen, ja klar, ja, das haben die jetzt heute Abend entschieden, das wird veröffentlicht. Tatsächlich ist so, da wird ein Sitzungsprotokoll bekannt gegeben, dass die FOMC, ja, die eigentliche Sitzung liegt im Regelfall schon 14 Tage zurück. Ja, das muss man wissen. Also das ist jetzt nichts, was jetzt praktisch ad hoc an diesem Abend und an diesem Nachmittag entschieden wurde, sondern das ist bereits im Regelfall 14 Tage zurück. Das FOMC selbst, das hat 12 Mitglieder, eben genauso viele, wie es, ich habe es Anfang gesagt, eben Federal Reserve Banken gibt. Und 7 davon sind eben in dem Aufsichtsrat des FOMC drin. Und diese 7, die da drin sind, die nennt man eben auch dann, oder sind dann praktisch Teil des Boards of Governors. Ja, das ist ein spezielles Thema und diese 7, und da kommt eben der große Einfluss des amerikanischen Präsidenten, die werden von ihm ernannt. Ja, und dadurch sichert er sich eben einen ganz erheblichen Einfluss auf die Geldpolitik, weil er sich natürlich Leute hier raussucht oder insbesondere versucht, auf diese Position zu bekommen, die natürlich in seinem Sinne entscheiden, die seine Linie mitverfolgen. Und ja, man kann das momentan ganz gut sehen. Der amerikanische Präsident, er wettert zwar immer mal wieder über Entscheidungen, aber letztlich kommt doch immer wieder ziemlich genau das raus, was er auch erwartet. Jetzt habe ich am Anfang das Thema Inflation angesprochen und jetzt will ich nochmal einen ganz kleinen Ausflug zum Thema Inflation machen, weil das unglaublich wichtig ist. Ja, also Inflation ist gewollt, also im Prinzip von allen Zentralbanken, ja, also auch von der EZB, aber wir bleiben bei der FED, ja, und Deflation ist nicht gewollt, ja. Und das will ich mal kurz mit dir darüber sprechen, wieso das so ist. Ich hatte ja gesagt, die FED, ja, die Federal Reserve oder das Federal Reserve System, die versuchen eine Inflation von 1,5 bis 2% zu, ja, ich sag mal, erzeugen. Ja, das ist so staatlich gewollt und das wirkt erst einmal komisch. Weshalb sollte der Staat daran Interesse haben, dass Geld wertloser wird? Ja, aber das hat einen ganz, ganz einfachen Hintergrund. Die USA und natürlich auch viele, viele andere Länder auf dieser Welt haben hohe Schulden. Ja, haben viele, viele Schulden und mit der Inflation wollen sie Staatsschulden abbauen, denn der reale Wert dieser Staatsschulden, der sinkt letztlich, wenn man die Geldmenge erhöht. Ja, ganz, ganz einfach. Es ist natürlich klar, ne? Klar, der absolute Schuldenwert wird durch die Inflation nicht beeinträchtigt. Das ist vollkommen egal, wie viel Geld da im Markt unterwegs ist. Ja? Aber mit mehr Geld im Umlauf sind die Schulden entsprechend leichter zu bezahlen, weil eine Währungseinheit schlicht eine geringere Kaufkraft hat. Das ist der Hintergrund, das ist ein wichtiger Punkt, weshalb man diese Inflation möchte, weil man damit einfacher Staatsschulden abbauen kann. Okay, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, man will Deflation vermeiden. Wieso haben Staaten so eine unglaubliche Angst vor Deflation? Man hat es jetzt auch in der Corona-Krise gehört, Angst vor Deflation. Was hat es damit zu tun? Bei einer Deflation, das ist nichts anderes als eine Verknappung der Geldmenge, die ja im Markt ist sozusagen. Und das hat eben bedeutet eine sehr negative Entwicklung der Wirtschaft erwartet wird, was zur Folge hat, weil einfach die Menschen erwarten, dass die Preise fallen. Ja? Und wenn jemand erwartet, es wird etwas billiger aufgrund der Deflation, ja, weil praktisch das Geld ja aufgewertet wird, dann warten eben die Menschen mit dem Geld ausgeben, beziehungsweise geben viel, viel weniger Geld aus, ja, weil es ist ja mehr wert geworden. Und auf der anderen Seite kommt eben jetzt das Thema, dass dadurch natürlich Unternehmen wiederum viel weniger Umsätze machen, was letztendlich natürlich die Wirtschaft schrumpfen lässt. Und wenn die Wirtschaft schrumpft, steigt auf der anderen Seite die Arbeitslosigkeit und
so gibt es eben den Zirkelschluss. Und deswegen will man Deflation unbedingt vermeiden. Und Inflation wiederum hat eben für den Staat unglaubliche Vorteile. Also du hast es, glaube ich, ein bisschen verstanden, was das FOMC macht. Das bestimmt letztendlich über den Leitzins und daran hängt eben einfach alles. Ja? Also Inflation, Deflation, wie geht es der Wirtschaft, wie geht es den Arbeitslosen und. Und wenn du bisher den Wirtschaftskalender noch nicht so richtig beachtet hast, schau immer nach den FOMC-Nachrichten. Die kommen entsprechend 8-mal im Jahr, also die Leitzinsen, dass du da entsprechend das Auge drauf hast. Okay, das war soweit in diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dich interessiert hat. Wenn du gerne mehr solche Themen hättest, wo es eben auch um Hintergrundwissen in dem Bereich geht, schreib uns das in die Kommentare. Folge uns auch auf Instagram, da gibt es auch oft neuen Content von uns. Ja? Und wenn du eine richtig gute Ausbildung willst, dann komm mal auf unsere Webseite. Bis zum nächsten Video, eine gute Zeit und viel Erfolg. Ciao.